Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstgemacht. Heute in dieser Folge möchte ich euch gern leckere mediterrane Baguettebrötchen zeigen. Wie man die macht, das erfährst du jetzt in dem Video. Dann fangen wir schon gleich an. Wir benötigen 400 Milliliter lauwarmes Wasser. Da gebe ich jetzt frische Hefe hinein, das sind jetzt 21 Gramm. Die bröseln wir einfach ins Wasser. Dazu gebe ich einen Esslöffel Honig. Dann verrühren wir es, dass sich der Honig und die Hefe im Wasser auflösen. Ist dieses geschehen, nehmen wir eine große Schüssel und geben das Gemisch hinein. Dazu geben wir 500 Gramm Weizenmehl Typ 550 dazu. Und 150 Gramm Dinkelmehl Typ 1050. Ein Esslöffel Balsamico-Essig, 2 Esslöffel Olivenöl und ein Esslöffel Kräuter der Provence. Das Ganze verrühren wir jetzt. Ihr könnt das jetzt mit der Küchenmaschine machen oder mit einem Handrührgerät. Ich mache es mit meiner Küchenmaschine. Und hier habe ich noch ein mediterranes Kräutersalz. Dieses habe ich selber gemacht. Wie ich das gemacht habe, verlinke ich euch. Ihr könnt natürlich auch ein normales Salz nehmen, aber das mediterrane Salz hat einen viel intensiveren Geschmack. Oder ihr nehmt ein gekauftes. Das bleibt jetzt euch überlassen. Wenn der Teig schon etwas geknetet ist, geben wir noch das Salz dazu. Den Teig lassen wir dann für 7 Minuten kneten. Der Teig durfte jetzt für 7 Minuten kneten. Ich nehme jetzt hier eine separate Schüssel. Ihr könnt natürlich auch die gleiche nehmen, aber so ist es einfacher. Und da gebe ich etwas Olivenöl hinein. Dann nehme ich meine Hand und verreibe das Olivenöl hier gleich in der Schüssel mit der Hand, sodass meine Hand auch gleich mit Olivenöl bedeckt ist. Dann stelle ich die zur Seite, hole mir hier wieder meine Küchenmaschine und jetzt streife ich den Teig vom Knethaken. So, und jetzt gebe ich mir nochmal auf die Hand etwas Olivenöl und jetzt nehme ich den Teig und knete den etwas an. Und jetzt gebe ich den hier in die Schüssel. Dann gebe ich auf den Teig nochmal etwas Olivenöl und knete den jetzt in dieser Schüssel einmal mit meinen Händen durch. Das geht jetzt ganz einfach. Der klebt jetzt auch nicht mehr an die Hände. So. Und wie ihr sehen könnt, ist an meiner Hand fast kein Teig mehr. Fast schon sauber. So, fertig. Den Teig decken wir jetzt ab und lassen ihn für 1 Stunde an einem warmen Ort ruhen. Der Teig darf jetzt an einem warmen Ort für 1 Stunde ruhen. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal die Küche aufräumen. Dann bis gleich. Ich habe den Teig jetzt geholt.
Also wie ihr sehen könnt, ist der Teig herrlich aufgegangen. Die Arbeitsfläche bestäuben wir jetzt mit etwas Mehl. Und dann geben wir den Teig darauf. So, jetzt nehmen wir die Hand und falten unseren Teig ein paar Mal in die Mitte. Drehen den Teig um. Und schleifen ihn zu einer großen Kugel. So. Den Teig teilen wir uns jetzt in so viele Teile, wie wir Semmeln machen möchten. Ich nehme jetzt die Küchenwaage zur Hand und dann wiege ich die Teile aus, sodass jeder ungefähr gleich ist. So, und dann formen wir die Brötchen. Also die haben jetzt alle so circa 145 Gramm. Ich drücke mir die jetzt so platt und ziehe auch hier wieder alles nach innen. Dann wird es umgedreht und rund geschliffen. So, jetzt habe ich hier so ein Blech. Das Blech fette ich mir auch ein bisschen mit Olivenöl ein. Das ist so ein Baguetteblech, ist ganz praktisch. So, und dann nehme ich die Kugel und quetsche die hier ein bisschen zusammen. Und dann lege ich die aufs Blech. Also einfach nur so ein bisschen zusammendrücken und drauf. Und das Ganze decke ich jetzt nochmal ab und lasse nochmal für eine Viertelstunde bis 20 Minuten ruhen. Gefällt dir mein Kanal und meine Rezepte, würde ich mich riesig freuen, wenn du mich kostenlos abonnierst. So, die 20 Minuten sind rum. Jetzt zeige ich euch mal die Baguette-Semmeln. Die sind also noch wunderbar aufgegangen. Und jetzt nehmen wir hier Wasser und bestreichen die Brötchen damit. Das gibt ihnen einen schönen Glanz und eine schöne Kruste und sie trocknen nicht aus. Mit Wasser bestreichen sollte man jedes Brot oder Brötchen vor dem Backvorgang. So. Und zu guter Letzt habe ich hier jetzt nochmal Kräuter der Provence und bestreue damit die Baguette-Semmeln. Die Brötchen geben wir jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 25 Minuten. Auf der anderen Seite seht ihr ein Roggenbrot und hier die Brötchen. Ab damit! Die 25 Minuten sind vorüber, jetzt hole ich mal die Brötchen aus dem Ofen.
Die Brötchen habe ich jetzt aus dem Ofen rausgeholt. Schaut nur, wie lecker sie geworden sind. Und jetzt lassen wir sie noch ein bisschen auskühlen und dann zeige ich euch eins von innen. Oh, sie duften schon richtig verführerisch. Dann zeige ich euch jetzt mal eins von innen. So sieht es von innen aus. Richtig schön fluffig und lecker. Und innen drin sieht man auch überall die Kräuter. Und sie schmecken richtig schön mediterran. Lecker. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die auch zu einem Baguette formen. Im Handumdrehen hat man selbstgebackene mediterrane Baguettebrötchen, die einfach nur himmlisch schmecken. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch hier wieder einschaltet bei Erikas Selbstgemacht. Bleibt's gesund, macht's es gut. Servus!